Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute Abend sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Es geht um Freundschaft und Geld. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese zwei Dinge zusammen können manchmal sehr kompliziert sein. Aber zuerst, wie geht es euch? Schreibt uns in den Kommentaren, wie euer Tag war. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Guten Abend, ich bin Emilia und ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein. Henry, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich glaube, fast jeder Mensch hat schon einmal eine Situation erlebt, wo Freundschaft und Geld zusammengekommen sind. Und manchmal wird es dann schwierig, oder? Was denkst du, Henry? Ja, absolut. Ich erinnere mich an eine Situation mit meinem alten Freund Thomas. Wir kennen uns seit der Schulzeit, also schon sehr lange. Vor einem Jahr hat er mich um Geld gebeten. Er sagte, er braucht es dringend für eine Rechnung. Ich habe ihm natürlich geholfen, weil er mein Freund ist. Aber dann, er hat das Geld nie zurückgegeben. Oh, das ist wirklich eine schwierige Situation. Und wie hast du dich dabei gefühlt, Henry? War die Freundschaft danach noch gleich? Ehrlich gesagt, nein. Es war nicht mehr gleich. Ich habe natürlich nicht sofort etwas gesagt, weil ich die Freundschaft nicht kaputt machen wollte. Aber innerlich hat mich das sehr beschäftigt. Ich habe immer gedacht, wann fragt er mich nach dem Geld? Wann kommt er und spricht darüber? Aber er hat nie etwas gesagt. Ich verstehe das sehr gut. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit meiner Freundin Lisa. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren und sie hatte nicht genug Geld dabei. Ich habe alles bezahlt. Das Hotel, das Essen, die Ausflüge. Ich dachte, sie gibt mir das Geld später zurück. Aber auch hier nichts. Und habt ihr danach darüber gesprochen? Ja, irgendwann habe ich es angesprochen. Es war sehr unangenehm für uns beide. Lisa sagte, sie dachte, ich habe es als Geschenk gemeint. Das war natürlich nicht so. Ich war überrascht, denn wir sind seit Jahren befreundet. Ich dachte, wir kennen uns gut genug, um offen über Geld zu reden. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Kommunikation ist. Ich glaube, das ist das größte Problem. Viele Menschen sprechen nicht gerne über Geld, besonders mit Freunden. Es fühlt sich seltsam an oder unangemessen, aber genau das ist der Fehler. Man sollte von Anfang an klar sein. Genau das denke ich auch. Ich habe nach dieser Erfahrung mit Lisa beschlossen, immer sofort zu sagen, wenn ich etwas verleihe, das ist ein Darlehen, kein Geschenk. So gibt es keine Missverständnisse. Und weißt du was? Die meisten Freunde finden das gut. Sie respektieren die Ehrlichkeit. Das ist ein sehr guter Ansatz, Emilia. Ich wünschte, ich hätte das mit Thomas auch so gemacht. Aber ich war zu höflich. Ich dachte, ein guter Freund versteht das von selbst. Das war mein Fehler. Apropos Fehler, Henry, ich glaube, es gibt auch das andere Extrem. Manche Menschen sind zu streng mit Geld unter Freunden. Sie rechnen alles genau aus. Wenn wir zusammen essen gehen, dann muss jeder exakt seinen Anteil bezahlen, auf den Cent genau. Das finde ich auch nicht schön. Ja, das stimmt. Ich kenne so jemanden. Mein Kollege Peter, er ist auch ein Freund. Aber wenn wir zusammen essen, dann nimmt er immer sein Handy raus und rechnet alles aus. Wer hat mehr gegessen, wer hat Getränke bestellt, wer nicht. Das macht die ganze Situation unangenehm. Ich verstehe, was du meinst. Bei Freunden muss es nicht immer perfekt gerecht sein. Manchmal bezahle ich mehr, manchmal du. Das gleicht sich über die Zeit aus, wenn man wirklich Freunde ist. Aber natürlich nur, wenn beide Seiten das so sehen. Richtig. Vertrauen spielt hier eine sehr große Rolle. Freundschaft basiert auf Vertrauen. Wenn man einem Freund Geld leiht, dann vertraut man ihm. Und wenn er das Geld nicht zurückgibt und auch nicht darüber spricht, dann verliert man dieses Vertrauen. Und ohne Vertrauen ist eine Freundschaft sehr schwach. Was denkt ihr? Habt ihr schon einmal Geld an einen Freund geliehen? Wie war eure Erfahrung? Schreibt uns in den Kommentaren. Wir sind wirklich neugierig, was ihr darüber denkt. Jeder hat da andere Erfahrungen gemacht. Ja, schreibt uns. Es ist immer interessant zu hören, wie andere Menschen damit umgehen. Emilia, ich habe noch eine Frage. Was ist deine Meinung? Sollte man einem Freund Geld leihen, wenn man weiß, dass er finanzielle Probleme hat? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, es kommt darauf an, wenn es ein sehr enger Freund ist, jemand, den ich wirklich gut kenne und dem ich vertraue, dann ja. Aber ich würde vorher ein ehrliches Gespräch führen. Ich würde fragen, wann kannst du es zurückgeben? Und ich würde auch sagen, wenn ich das Geld selbst brauche. Das finde ich sehr vernünftig. Ich habe auch eine Meinung dazu. Ich glaube, man sollte einem Freund nur Geld leihen, wenn man bereit ist, es auch als Geschenk zu betrachten. Das bedeutet, wenn er es nicht zurückgibt, bin ich nicht böse. Aber natürlich hoffe ich, dass er es tut. Das ist eine interessante Philosophie, Henry. Aber ich finde es auch ein bisschen zu großzügig. Nicht jeder kann sich das leisten. Was, wenn man selbst nicht viel Geld hat? Dann kann man nicht einfach sagen,
es macht nichts, wenn du es nicht zurückgibst. Du hast recht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich spreche natürlich von kleinen Beträgen. Wenn es um sehr viel Geld geht, dann muss man alles schriftlich machen, auch unter Freunden. Das ist nicht unhöflich, das ist klug. Absolut. Ich kenne eine Geschichte von 2 Freunden, die zusammen ein kleines Geschäft aufgemacht haben. Am Anfang war alles schön, sie haben viel gelacht und geplant, aber nach einem Jahr hatte das Geschäft Probleme. Und dann kamen die Streitigkeiten über Geld. Am Ende war die Freundschaft kaputt. Das höre ich leider oft. Geschäfte zwischen Freunden sind sehr riskant. Ich würde persönlich nie mit einem engen Freund zusammen ein Geschäft machen. Die Freundschaft ist mir wichtiger als das Geld. Das sehe ich ähnlich, aber es gibt auch positive Geschichten. Ich kenne ein Paar, also 2 Freundinnen, die zusammen eine kleine Bäckerei aufgemacht haben. Die 2 sind seit 30 Jahren befreundet und das Geschäft läuft sehr gut. Aber sie sagen selbst, dass das Geheimnis klare Regeln sind. Alles ist aufgeschrieben. Jede hat ihre Aufgaben, ihre Verantwortung, ihren Anteil. Das ist wunderbar. Also ist Kommunikation wieder das Schlüsselwort. Ehrlichkeit, klare Regeln und Vertrauen. Das sind die 3 wichtigsten Dinge, wenn Freundschaft und Geld zusammenkommen. Ich stimme dir völlig zu. Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich glaube, Freundschaft und Geld können gut zusammenpassen, wenn man den Freund wirklich respektiert. Respekt bedeutet auch, ehrlich zu sein. Kein Theater, keine falschen Gefühle. Wenn ich einem Freund Geld leihe und er es nicht zurückgibt, dann sage ich es. Offen und freundlich. Genau. Und umgekehrt auch. Wenn ich Geld von einem Freund geliehen habe, dann gebe ich es zurück. Das ist eine Frage des Respekts. Aber auch eine Frage des Charakters. Wie jemand mit geliehenem Geld umgeht, sagt sehr viel über seine Persönlichkeit aus. Das ist ein sehr guter Punkt, Henry. Man sagt oft, im Geld sieht man den wahren Charakter eines Menschen. Ich glaube, das stimmt. Wenn jemand Geld borgt und es ohne ein Wort behält, dann zeigt er, dass er die Freundschaft nicht wirklich schätzt. Was meint ihr dazu, liebe Zuhörer? Haben eure Freundschaften durch Geld gelitten oder habt ihr gute Lösungen gefunden? Wir möchten eure Meinungen hören. Kommentiert hier unten, wir antworten immer gerne. Ich habe noch eine persönliche Geschichte. Als ich jung war, hatte ich eine beste Freundin. Wir waren immer zusammen. Aber dann habe ich ihr Geld geliehen und sie hat es nie zurückgegeben. Ich habe sie mehrmals darauf angesprochen, aber sie hat immer Ausreden gefunden. Nach einem Jahr haben wir aufgehört, miteinander zu reden. Das ist traurig, Emilia. Und es zeigt, wie tief die Wunden sein können, wenn Freundschaft und Geld sich vermischen und es schlecht ausgeht. Ja, es war schmerzhaft, aber ich habe viel daraus gelernt. Heute bin ich vorsichtiger. Ich leihe Geld nur an Freunde, denen ich wirklich vertraue. Und ich sage immer klar, wann ich das Geld zurückbrauche. Ich glaube, das ist die beste Lektion aus dieser ganzen Diskussion. Lernen aus Erfahrungen. Und offen bleiben. Nicht jeder Freund, der Geld leiht, ist ein schlechter Mensch. Manchmal sind die Umstände schwierig, manchmal vergisst man es einfach. Stimmt. Man sollte nicht sofort urteilen, aber man sollte auch nicht schweigen. Sprechen ist immer besser als schweigen. Das gilt in der Freundschaft und das gilt beim Thema Geld. Wunderbar gesagt, Emilia. Ich denke, wir haben heute viele interessante Punkte besprochen. Freundschaft und Geld sind ein kompliziertes Thema, aber mit Ehrlichkeit, Kommunikation und Respekt kann man viele Probleme vermeiden. Ja, das stimmt. Und denk daran, Geld kommt und geht. Aber eine echte Freundschaft ist etwas sehr Wertvolles. Manchmal ist es besser, auf das Geld zu verzichten, als die Freundschaft zu verlieren. Aber manchmal zeigt das Geldproblem auch, dass die Freundschaft vielleicht gar nicht so echt war. Das ist eine sehr weise Aussage. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um unsere heutige Episode abzuschließen. Liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr habt heute etwas Interessantes gehört und vielleicht auch über eure eigenen Erfahrungen nachgedacht. Und vergesst nicht, schreibt uns eure Meinungen in den Kommentaren. Habt ihr schon einmal Geld mit Freunden gemischt? Was war eure Erfahrung? Wir sind gespannt auf eure Antworten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Danke Cast Deutsch. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie dir in die Kommentare. Wir nehmen eure Ideen sehr ernst und freuen uns, über Themen zu sprechen, die euch interessieren. Guten Abend und bis zur nächsten Folge bei Danke Cast Deutsch. Bleibt gesund und glücklich und passt gut auf eure Freundschaften auf. Guten Abend allerseits, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und macht es gut.